Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier zu einer Wanderung in den Alpen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Was ich höre hier ketzerische Stimmen, das sind keine Alpen. Na dann begleitet mich einfach und lasst euch überraschen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Vom VEB Papierfabrik geradewegs in die Alpen. VEB Papierfabrik, bekanntlich war das einmal. Zum Glück befindet sich im Gelände der alten Papierfabrik Greiz heute eine Kulturfabrik mit gleichem Namen und das kulturelle Angebot kann sich mehr als sehen lassen. Doch heute soll es hier nicht um Kultur gehen, sondern ums Wandern und Bewegen. So stellen wir unser Auto am Wanderparkplatz ab, queren die Mühlauer Straße, um nach wenigen Schritten bereits rechts in den Waldweg einbiegen zu können. Hier finden wir jede Menge verlockender Wegweiser. Für heute orientieren wir uns jedoch am gelben Punkt, beziehungsweise zunächst an der Rodental-Leite, biegen der Markierung folgend halblinks ab und stapfen anschließend entspannt los. Denn heute liegen lediglich knapp 4 Kilometer vor uns. Aber diese sind ausgesprochen intensiv und sehenswert. Lediglich ein klein wenig trittsicher solltet ihr hier sein. Eine weitere Kreuzung passieren wir, ebenfalls perfekt ausgeschildert, und ab sofort können wir heute träumen und genießen nach Herzenslust, ohne uns großartig um die Orientierung kümmern zu müssen. Es geht immer geradeaus auf diesem Pfad. Weder ab noch aufwärts kann man vom Weg abgehen. Dennoch findet ihr wie üblich die GPS-Daten unter dem Video in der Beschreibung. Seid ihr zufrieden? Die Felsen sind doch eine Wonne, oder? Da gibt's nichts zu kommentieren. Einfach nur staunen und erfreuen ist heute an der Tagesordnung. Zur Rechten sehen wir, wenn sich der Blick öffnet, das namensgebende kleine Örtchen Rodental. Und zugegeben, stellenweise hört man, zumindest auf dem Hinweg, die B92. Aber bei den tollen Felsen wie beispielsweise der Bastei vergisst man diesen auch ganz schnell wieder. Denn diese Felsen und Aussichtspunkte gehören zu den echten Geheimtipps des Vogtlandes. Und wer nicht solches schönes, graues und trübes Wetter erwischt wie ich, der muss auch nicht traurig sein. In der allergrößten Not kann man auch bei blauem Himmel und Sonnenschein angenehm auf dieser Runde laufen. Die Hälfte ist geschafft und mir kam sie endlos lange vor durch die vielen schönen Anblicke. Jetzt heißt es sich entscheiden. Geradeaus kann man weitergehen in grob Richtung Döhlau, Elsterberg und letztendlich Plauen. Soweit wollen wir heute jedoch nicht, ergo gehen wir wieder mit dem gelben Punkt abwärts nach Rodental. Unten an der B92 angekommen finden wir ein weiteres Hinweisschild, welches uns natürlich jetzt nach rechts weist. So wechseln wir die Straßenseite, überqueren mit Hilfe der Brücke die Elster und können an deren Ende bereits wieder die Bundesstraße verlassen, indem wir links in den Mühlberg einbiegen und selbigen nach oben folgend. Oben am Waldrand angekommen, hätten wir eine weitere Möglichkeit, über Eichleite in Richtung Elsterberg abzubiegen. Wollen wir aber nicht und bleiben bei der gelben Markierung, entspannt durch Wald, vorbei an erneuten Felsen und teilweise Gärten zur Linken. Eine weitere Wegeskreuzung folgt, aber die Markierung ist deutlich genug. Und nunmehr folgen wir erneut entspannt unserem wilden Pfad, immer der Nase nach. Ihr könnt also genießen und ich den Mund halten.
Unglaublich, wie lange die Tour erschien durch diese vielen Highlights. Doch irgendwann hat uns die Zivilisation wieder, hier in Form dieser aufgegebenen Gärten. Zwischen diesen laufen wir ein Stück abwärts, stoßen zur Rechten auf diese Treppen inklusive Geländer und steigen selbige nach unten und folgen dem sich anschließenden Weg, ehe wir zu guter Letzt an der Straße landen, finden erneut tolle Ziele ausgeschildert und überqueren die B92 in Richtung 1. Straßenbrücke. Diese führt über die Elstertalbahn, wie immer ohne die erträumte Dampflok, sehen dafür im Dunst die Silhouette der alten preußischen Residenzstadt Greiz, überqueren mittels einer zweiten Brücke die Elster und bekommen auch noch die Mündung der Göltsch geboten. Genau, dieses Flüsschen, welchen dem berühmten Viadukt seinen Namen gegeben hat. Können uns noch an diesem Reiher und erneut an herrlichen künftigen Zielen erfreuen und unser heutiges Ziel, die alte Papierfabrik, liegt bereits vor uns.